Grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, in diesem Video geht es um diesen hybriden Helium Miner, nenne ich es jetzt mal. Das heißt ein handelsüblicher Helium Miner, der eigentlich mehrere Projekte unterstützt, beziehungsweise mehrere Projekte unterstützen wird. Er kann das auch schon. Wir haben sehr viele Anfragen von euch bekommen, wie das Ganze funktioniert. Und wir möchten euch das natürlich zeigen. In diesem Video geht es darum, die Vorbereitung. Das bedeutet, wir werden Mehrteiler draus machen. Wir zeigen euch, beziehungsweise ich zeige euch, wie ihr das vorbereiten könnt, beziehungsweise solltet mit der Crank-Software, wie das Flashen funktioniert. Ich würde sagen, wir starten das Intro und danach geht's los. Ja, da sind wir auch jetzt schon wieder am Rechner angekommen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Vorbereitung an für das Ganze. Das bedeutet, welche Schritte ihr zuerst tun müsst, damit auch das Ganze funktioniert. Das heißt, damit auch andere Projekte auf euren bestehenden Helium Miner funktionieren. Es sind ja aktuell, ich denke, so um die 10 bis 15 Projekte, was man installieren könnte. Ja, es wird halt eben, wie ich es ja schon gesagt habe, Mehrteiler werden, damit ihr das alles Schritt für Schritt nachmachen könnt. Ja, es geht um eure Helium Miner, ist ja ganz klar, und es geht um das Helium Netzwerk. Viele von euch sind mit dabei, beziehungsweise sind involviert. Ihr habt alle mitbekommen, dass sich das, ich sag's mal so, weniger Rewards rumkommen als früher. Früher ist jetzt auch so ein Datum dahingestellt, sage ich jetzt mal. Also vor 1-2 Jahren hat sich Helium definitiv mehr gelohnt. Ist halt eben aktuell auch nicht mehr so und die Tendenz ist auch eher sinkend. Ja, was zumindest die IoT-Helium-Geschichte angeht. Bei Helium Mobile sieht es natürlich anders aus. Das gibt es allerdings nur in den USA und nicht bei uns. Von daher werden wir da auch definitiv nicht mit teilnehmen können. Das heißt, wir werden damit auch kein Geld verdienen können. Ja, was haben wir getan, damit das bei uns so funktioniert? Und zwar, es gibt das Projekt Crank. Das ist ein Proof of Participation PONP Crypto Network Built on Cadena. Das heißt, Crank bzw. die Crank Software ist eine Voraussetzung, beziehungsweise so haben wir das gemacht, für alle, die so ein bisschen im Linux-Bereich unterwegs sind, beziehungsweise wissen, wie es ein Raspberry oder den Raspberry im verbauten Helium Miner mit SSH ansprechen können, brauchen das nicht. Allerdings, viele von euch sind ja wirklich, beziehungsweise blutige Anfänger, ich sage es mal ganz einfach so, genauso wie wir mit der Materie angefangen haben. Von daher möchte ich euch mal einen relativ einfachen Weg zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, Crank, also wir benutzen Crank auch direkt als Netzwerk. Das heißt, wir haben 2 Crank Miner bei uns im Einsatz. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar zum Beispiel, das ist der Miner, um den es geht, den ihr quasi vor dem Intro gesehen habt. Das ist der Pisces B100. Ihr seht hier, das Gerät meint auch mit für Crank. Crank ist als Netzwerk für den Einstieg mit knapp $250 nicht gerade günstig, aber ihr müsst es nicht. Es ist keine Grundvoraussetzung, dass ihr euch hier bei dem Netzwerk mitmacht, sondern wir brauchen eigentlich nur die Crank-Software. Und hier seht ihr nochmal unsere, quasi unsere Vergütung. Wir machen am Tag so, seht ihr hier, gestern waren es 9 Crank-Token, was wir bekommen haben. Für ein Crank-Token bekommt ihr 0,04 Cadena, also so 30 bis 40 Cent. Das heißt, wir haben 2 Miner bei uns aktiv laufen im Crank-Netzwerk. Das heißt, wir machen mit den 2 Minern, seht ihr hier die Gateways, machen wir ungefähr 80, 70, ich sag mal so 70 bis 80 Cent am Tag. Ihr seht hier nochmal unsere beiden Hotspots, die am Laufen sind. Also einmal Zendscape M1 und dann Pisces B100. Die laufen und machen halt eben 80 Cent am Tag. Aber bei uns läuft Crank schon nebenbei schon einige Zeit. Ich glaube mittlerweile auch schon ein Jahr. Ja, und von daher, ihr müsst da definitiv nicht teilnehmen. Das heißt, ihr müsst dafür kein Geld extra ausgeben. Hier seht ihr schon mal 2 kompatible Modelle. Das eine ist ein Zendscape M1, da läuft es definitiv. Und Pisces P100 kennt ihr hier. Der hatte eben nur einen 54er Rank, weil der halt eben relativ spät onboardet wurde. Das heißt, wir haben mit dem Zendscape M1 angefangen. Den haben wir aber original von Crank damals bekommen. Das bedeutet, das ist ein Original-Hotspot, wo halt eben wirklich nur Crank drauf läuft, auch kein Helium und nichts. Und bei dem Pisces P100, den haben wir als Helium-Hotspot gekauft mit der Crank-Software. Hat halt eben jeder die Möglichkeit, noch weitere Projekte drauf zu installieren. Und wie man die Projekte installiert, zeige ich euch im zweiten Teil, also nicht heute im Video. Heute geht es nur darum, um die Vorbereitung zu treffen. Ja,
Und zwar, ihr geht auf der Crank-Seite, Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung unten rein, beziehungsweise im ersten Kommentar. Ihr geht hier auf Downloads und dann seht ihr hier Guides und dann habt ihr die Möglichkeit Onboarding Full Gateway oder Onboarding Light Gateway. Das heißt, Light Gateway sind zum Beispiel der Brown, Mary IoT, der COTX, Dragino, Milesight und die Curling iSeries, das sind halt eben Light Gateways oder beziehungsweise Light Hotspots. Und das ist halt eben der Part, der uns auch mehr interessiert. Das sind die ganzen Gateways, also die ganzen Full Gateways, die halt eben onboardet werden können. Ihr seht ganz oben gleich die Bobcat Miner. Das heißt, viele von euch werden wahrscheinlich Bobcat Miner haben. Da gibt es ja 3 unterschiedliche Ausstattungen. Seht ihr hier den PX30 zum Beispiel mit 1 GB RAM. Dann gibt es den RK3566 mit 2 GB. Und dann gibt es hier nochmal den 290, 295. Auch die RK3566 Version. Es geht zum Beispiel auch kompatibel. Controlino, COTX X3 hatten wir schon, Dassen, Finestra, Helium OG, Helium Hardtech M2808, davon haben wir auch noch einen, Links.cm4, Links.rk3566. Also der 3566, das ist quasi der viereckige, der so quasi das Raumschiff darstellen soll. Dann haben wir die Rack-Geschichten Nebra, Nebra Indoor, Nebra Outdoor, Nebra Rock PI, Panda X1, Pisces P100, das ist halt eben den wir mit hier im Einsatz haben. Senscape M1, Senscape M1 via SSH, Syncrobit, WiseGate Rack und Midas 926. Das heißt, wenn ihr einen von den Hotspots habt, von den Helium-Hotspots, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal mit im Rennen. Das heißt, hier funktioniert das Ganze, was wir mit euch vorhaben, definitiv. Ich möchte euch mal eine Anleitung dazu zeigen. Ich nehme einfach mal die am Senscape M1. Das ist noch mit verhältnismäßig am einfachsten. Also das sind 3 Schritte, die ihr durchführen müsst. Das heißt, die SD-Karte mit dem Crank-Image flashen, Local Dashboard Setup und User Dashboard Setup brauchen wir an und für sich nicht. Das Local Dashboard ja, User Setup nein, weil wir wollen ja nur die Software nutzen und nicht das Crank-Netzwerk selbst, beziehungsweise ihr müsst das eben selbst entscheiden. Ja, in den Anleitungen steht drin, was ihr alles braucht, wo ihr euch das Image runterladen könnt. Also ich empfehle immer wieder, wenn ihr ein Image auf eine SD-Karte flasht, behaltet die alte SD-Karte, falls irgendwas nicht funktioniert. Die geflashte SD-Karte raus, die alte wieder rein und dann ist wieder alles mal so, wie es war. Ansonsten wird hier in der Leitung erklärt, wie es funktioniert. Gerät aufschrauben, da ist die SD-Karte drin. Hier müsst ihr aufpassen beim Senscape. Hier ist noch ein kleines Klebestreifchen drüber, sodass die SD-Karte nicht so einfach rausgeht. Müsst ihr mal gucken, müsst ihr vorher abziehen. Und dann müsst ihr halt eben mit dem Balance Etcher das Ganze flashen. Also die neue SD-Karte natürlich. Das sind Micro-SD-Karten, kriegt ihr im Elektrofachgeschäft für, ich sag mal, einen Zehner. Das reicht vollkommen aus. Ich empfehle da eine 64 GB SD-Karte zu verwenden, um dann ein bisschen Platz drauf zu haben. Genau, hier wird quasi der Flash-Prozess erklärt. Wenn das Ganze erfolgreich war, steckt ihr die SD-Karte rein, startet euer Gateway und dann müsst ihr halt eben die IP-Adresse rausfinden. Das Gerät wird sich danach als Raspberry bei euch zu erkennen geben. Das heißt, ihr könnt entweder über einen Advanced IP-Scanner das Gerät suchen oder je nachdem, was ihr zu Hause habt, ob ihr eine Fritzbox habt oder irgendwas in der Richtung, guckt da rein in euer Netzwerk, da werdet ihr das definitiv finden. Und danach ruft ihr euch das im Local Dashboard auf. Das heißt, ihr habt eure IP-Adresse, das ist jetzt nur ein Beispiel, macht einen Doppelpunkt 17080. Das heißt, ich zeige euch das mal hier. Halt, hier ist es. Ihr seht hier nochmal, ne, ihr seht die Adresszeile nicht. Das heißt, das ist jetzt die IP-Adresse Doppelpunkt 17080 und dann komme ich auf die Seite. Das heißt, ich bin jetzt quasi auf einem Dashboard von meiner Seite drauf. Das ist das Local Dashboard. Und was uns jetzt nur in diesem Fall installiert, ist Helium, weil wir haben ja gesagt, wir wollen ja nicht mit, oder wer nicht mag, braucht der Crank nicht nutzen. Wir nutzen nur die Software. Ihr geht hier auf Helium. Und ihr seht hier im ECC, das heißt, eure Helium-Anmeldeinformationen sind im ECC-Chip gespeichert. Das bedeutet, ihr hättet dann hier den Button Install. Ich habe jetzt Reinstall, weil es ist ja schon installiert. Seht ihr hier, Installed Version 1.3.0. Und Clever Yellow Bird ist quasi der Hotspot bei dieser Geschichte. Das ist quasi mein Animal Name aus dem Helium-Netzwerk und das hat es sich aus dem ECC-Bus gezogen. Das heißt, in eurem Miner ist noch ein ECC-Chip drin, wo eure Helium-Informationen gespeichert sind. Das heißt, wenn ihr das installiert habt, funktioniert,
Helium ganz normal weiter. Ja, das heißt, ihr müsst da nichts weiteres tun und im Grundprinzip ist das jetzt schon die ganze Magie. Die Problematik an der ganzen Geschichte ist halt eben nur, dass es für unterschiedliche Miner unterschiedliche Setups gibt. Das ist noch relativ einfach. Das heißt, hier wird nochmal erklärt, was ihr machen müsst. Ihr müsst, außer die Helium-Geschichte zu aktivieren, das wird auch hier nochmal erklärt, Helium Mining einfach nur hier das installieren, was ich gerade gesagt habe, auf den ECC-Bus. Und mehr müsst ihr da nicht machen. Ihr müsst nicht am Packet Forwarder rumkneten, sondern gar nichts, sondern einfach nur Helium aktivieren und alle weiteren Schritte, die hier drin erklärt sind, braucht ihr nicht durchführen. Das ist nur für diejenigen, die sich bei Crank einen Account gemacht haben, die halt eben auch bei Crank mitmachen wollen. Aber ich hatte es ja schon gesagt, müsste ungefähr $250 in Cardena rechnen, mitmachen zu können im Crank-Netzwerk. Ja, muss jeder selbst wissen, ob er es letztendlich tut. Ja, das war jetzt mal die Anleitung für den SenseCap M1. Es gibt da natürlich noch mehr. Habt ihr schon gesehen, wir hatten bei unseren Piskes eine ähnliche Vorgehensweise. Das Teil, was ihr vorm Intro gesehen habt, das ist sozusagen aus dem Gehäuse rausgebaut. Ihr seht ja auch nochmal, was er braucht. Das gleiche Prinzip auch hier. SD-Karte geflasht. Raus mit der SD-Karte, neue SD-Karte rein, obwohl sich das hier als extrem schwierig erwiesen hat, hier die SD-Karte quasi rauszubauen aus dem Ding, weil hier haben sie gesagt, baut das ganze Board raus. Es hat natürlich nicht wirklich funktioniert, sondern die SD-Karte sitzt hier vorne irgendwo und hier ist aber nochmal eine Schraube dran. Das heißt, wir konnten die Schraube rausdrehen und die SD-Karte mit einer Pinzette tauschen. Das hat auch funktioniert. Auch hier genau das gleiche. Nach der Installation von den ganzen Kram auf euer Local Dashboard drauf gehen. Ich zeige es euch nochmal. Ihr geht dann auf Helium und müsst halt eben hier im Installieren. Hier wird nochmal im ECC-Bus, wie ich es ja schon gesagt habe, gespeichert. Mehr müsst ihr hier drin nicht tun und ihr werdet auch sehen, dass weiterhin das Ganze funktioniert. Ihr habt auch hier nochmal die Möglichkeit, WLAN nochmal einzustellen, zu verbinden etc. Müsst ihr aber nicht. Wallet zum Beispiel auch. Das wäre zum Beispiel jetzt, wenn ihr mitmacht im Netzwerk, in dem Fall halt eben wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist der erste Vorbereitungsschritt, den ihr machen müsst. Das Ganze muss auch letztendlich funktionieren und hier nochmal die kompatiblen Geräte. Es gibt ein bisschen was, wo es eigentlich schwieriger ist und wo halt eben auch die Gefahr relativ groß ist, dass das nicht funktioniert. Hier zum Beispiel den Linksdot, was ich eben schon gesagt habe. Hier einfach nur mit dem USB-C-Kabel mit einer kleinen Software und das Ganze halt eben kann man auch flashen. Das Ganze hat leider nicht wirklich bei uns funktioniert. Das heißt, unser Linksdot funktioniert aktuell nicht mehr. Da haben wir wohl irgendwas Falsches, beziehungsweise ich habe irgendwas Falsches hier geklickt, irgendwas Falsches gelöscht. Da geht nicht mehr. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, auch bei den Bobcat-Minern, dass wir halt eben hier schon gewisse Grundvoraussetzungen da sein müssen, damit letztendlich das Ganze funktioniert. Ja, wie ich es ja schon gesagt habe, Teil 1, das ist die Grundvoraussetzung, flasht euch Crank drauf auf die Kisten. Anleitungslink packe ich euch nochmal unten rein. Wenn ihr das gemacht habt und Helium funktioniert ganz normal weiter, das bedeutet hier im euren Local Dashboard die Helium-Distanz, dann funktioniert auch die Funktionalität Helium ganz normal weiter. Und dann, wenn das da ist, dann sind schon mal die Grundvoraussetzungen erfüllt, weitere Projekte auf den Minern zu installieren. Aber seid bitte extrem vorsichtig und passt auf, was ihr macht. Das Ganze ist nicht einfach. Das ist experimentell. Macht es am besten erst mit einem Hotspot, der sowieso so gut wie keine Rewards und so weiter abwirft, damit halt eben ihr nichts kaputt macht, weil die Gefahr ist relativ groß, dass halt eben irgendwas kaputt geht. Ja, das war erstmal Teil 1. Wurstelt euch da durch. Es wird noch einen weiteren Teil geben, den Teil 2, wo wir euch zeigen, wie ihr weitere Projekte auf eurem Miner installieren könnt. Und ich würde sagen, viel Spaß bzw. viel Erfolg. Noch ein kleiner Hinweis dazu. Ich muss mal gucken, ob es hier auf der Seite gibt. Wir können leider keine technische Unterstützung dazu leisten, weil jeder Miner eine andere Spezifikation hat bzw. ein anderes Fehlerbild mitbringt. Crank hat einen Discord-Channel. Der Discord ist richtig gut. Die Fragen werden beantwortet. Geht da rein, wenn ihr technisches Problem habt. Ja, wichtig ist, sichert euch die erste SD-Karte weg, falls wirklich irgendwas schief geht. Aber ich denke mal, ihr kriegt das schon hin. Ja, das soll es von mir gewesen sein.
Ich bedanke mich bei euch. Der zweite Teil wird definitiv kommen. Diese Woche noch wahrscheinlich Ende der Woche, Samstag, Sonntag, wo ich euch erkläre, wie ihr dann halt dementsprechend die Projekte drauf installieren könnt. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch. Bis die Tage. Bis später. Ciao.